Ja, Freunde, da bin ich wieder, der Dennis, a.k.a. Fragenstock, der unerreichte, doch wiedererkannte Fragenstock aus Hamburg. Ja, und ihr seht, Louis Vuitton. Ja, da haben wir mal wieder einen Louis Vuitton, wollte ich schon sagen, nein, Louis Vuitton Duft. Diese Marke ist ja sehr beliebt aktuell, seit ein paar Jahren. Wenn ihr aber mal richtig hinschaut, ist diese Marke schon lange weltweit beliebt. Viele wissen das nicht. Ich kriege Nachrichten, die wissen das wirklich nicht. Also jetzt noch mal kurz. Louis Vuitton, wenn ihr alte James Bond Filme guckt, die alten, ich glaube nicht in Jagd Dr. No, der erste, 69, 70, jedenfalls da, wo Roger Moore den James Bond spielt, das ist in den 70er, Anfang der 70er, dort hat er schon Koffer von Louis Vuitton. Ja, so sieht das aus. Und ich stelle euch heute einen neuen Duft, beziehungsweise den letzten, da kommt jetzt aber ein neuer, aber das ist im Endeffekt, soweit ich jetzt weiß, der letzte Duft von, also der rausgekommen ist, der neueste von Louis Vuitton, Imagination, ich hoffe auch richtig ausgesprochen, vor. So, zum Flakon muss ich nicht viel sagen. Also es ist schlicht auf einer Hinsicht, aber ich finde sie geil. So, ich finde sie richtig geil und wie gesagt, man kann sie, man zahlt ein bisschen mehr, aber wenn er leer ist, dann kann man in einen Store gehen und sie auf jeden Fall günstiger auffüllen lassen. Ich glaube, ein Auffüllen lassen kostet 140 Euro, 100 ml. So, und so kostet er 240 Euro und so weiter und so fort. Ja, Imagination. Dieser Duft natürlich wieder in der Fragrance Dog Edition. Nein, Leute, aber ganz ehrlich, ihr könnt das eingravieren lassen. Und ist ganz geil. Ich mache das grundsätzlich, warum auch nicht. Passt, ich fand das ganz geil. Und ja, zum Duft. Es ist ein genialer Sommerduft. So, das muss auf jeden Fall gesagt werden. Die Sprühe sind immer sehr gut. Ja, Magnetverschluss, klar. Louis Vuitton Zeichen. Also, das ist ein richtig schöner Begleiter im Sommer. Oh, da ist eine Teenote drin von allerfeinsten. Und ich muss schon sagen, das ist einer der besten Sommerdüfte jetzt in meiner Sammlung. Er hält auch wirklich gut. Ich habe den natürlich jetzt schon getestet. Man muss das natürlich testen, wenn es 30 Grad ist. Das ist ein Duft wirklich für diese Temperatur auch. Aber wie gesagt, ihr könnt Sommerdüfte, wie ich immer so schön sage, auch im Winter oder bei kälteren. Heute ist es eher wieder nicht so schön. Ich glaube, wir haben aktuell nur 9 Grad. Da kommt der auch richtig gut. Ich sage das ja immer wieder. Ihr könnt immer tragen. Früher hat man auch Winterdüfte im Sommer getragen. Ja, das ist nicht so ganz so gut wie Sommer im Winter zu tragen, aber weil die Winterdüfte einfach im Sommer noch süßer werden und das könnte ein bisschen penetrant werden irgendwann. Aber Sommerdüfte funktionieren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und da ist eine Teenote drin, die ist genial. Er erinnert mich allerdings, muss ich sagen, sehr an Sculpture. So, den habe ich auch gleich vorweg. Jetzt kommt nicht mit, ja, ich kriege keine 240 Euro aus für eine Skulptur, weil Skulptur kriege ich für 20 Euro bei DM. Ja, das ist ja alles schön und gut. Das mag auch sein, aber Skulptur ist Plastik dagegen. So, wirklich Plastik. Das ist wirklich ein eleganter Duft. Dann wird er auch noch mit Uden von Searchsoft verglichen. Auch da finde ich ihn eleganter. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Der Dog sagt es. Ich bin ein großer Fan von, oder es ist meine Lieblingsbrand, Searchsoft, das wisst ihr. Und Uden ist ein hammergeiler Duft. Aber das ist noch anders. Er ist allerdings auch ein bisschen frischer und auch nicht, der Uden ist süßer. Ne? Ich finde aber auch nicht 1:1, dass ich finde überhaupt nicht im Endeffekt fast. Das sind so 15%, 10%, 15%, schwer zu sagen, dass sie sich ähneln. Also das ist wirklich, wenn überhaupt Skulptur, aber Skulptur, wenn man aussprüht, ist dann wirklich, wenn ihr das 1:1 aussprüht, erstmal hält der Skulptur nicht so lange wie der und zweitens die Qualität. Und ich möchte den Skulptur nicht schlecht machen. Das ist seit Jahren, wo ich noch jung war, habe ich diesen Duft auch schon gehabt und so weiter. Und das ist eine Erinnerung, wenn ich den aussprühe, ich habe ihn. Aber wenn ihr das mit diesem Duft von Louis Vuitton vergleicht, dann ist das nicht wirklich gut, der Skulptur, weil das ist dann wirklich Plastik.
ja, Plastik könnte man schon sagen. Und synthetisch und er hält einfach nicht so gut. Und er ist dagegen wirklich vielleicht sogar schlecht gegen den hier. Sie haben natürlich auch nicht 100% Ähnlichkeiten, aber ja, es ist schon nice. So, dadurch, ihr wisst, ihr kennt mich, ich habe vieles im Kopf, aber ich muss euch tatsächlich mal die Inhaltsstoffe jetzt vorlesen. Ja, das muss der Doc auch mal machen. Sonst wirklich, ihr kennt mich ja, ihr erwartet ja, ne, der Doc hat das alles im Kopf. Und ja, ich habe vieles im Kopf, aber eben auch nicht alles. Deswegen sage ich euch, hier ist auf jeden Fall Bergamotte, Orange, Zitrone drin. Das merkt ihr definitiv am Anfang. Also ihr merkt alles oder alle drei, alles. Ihr merkt alle drei Sachen, dann kommt Neroli. Neroli definitiv auch, aber keine Angst, das Neroli ist hier nicht. Also so, naja, wie soll ich das sagen? Viele sagen ja immer dieses 4711. Nein, das ist was anderes. Dann sagen viele, der riecht wie das Cologne von Dior. Könnte zu der Familie gehören, aber auch nicht identisch. Ich finde einfach, der ist trotzdem noch eigenständig, weil dann kommt auch noch Ingwer dazu. So, CO2-Ingwer und Zimt und schwarzer Tee, CO2. Ambrox ist auch drin, Weihrauch und ja, das ist schon ein Zusammenspiel, ein Endeffekt, es ist ein zitrischer, amber, spicy, grüner Duft, so weiter. Wie gesagt, ich habe das einmal jetzt hier mal aufgeschrieben, weil der ist neu eingetroffen. Ne? Also vielen Dank, Louis Vuitton, für diesen geilen Duft. Wirklich, wirklich geil. Und da, ja, ich freue mich schon, wenn es warm wird. Und ich kann euch den Duft, also es ist für mich tatsächlich, ist dieser Duft eine 10. Das ist ein Duft, ich habe den noch nicht bewertet, ihr wisst ja, ne, Parfumo, auch wenn ich nicht, ja, das Thema hatten wir ja schon, aber es ist, ich habe ihn noch nicht bewertet, aber ich werde ihn, glaube ich, mit der 10 bewerten. Also 9,5 definitiv. Ich überlege noch 10 oder 9,5. Das ist ein genialer Duft. Man muss sich überlegen, das ist ein Sommerduft. Und er passt, er ist einfach perfekt. Er ist einfach perfekt. Es ist jetzt noch nicht heiß, aber ich habe den getragen oder getestet ja bei 15 Grad. So, 15 Grad ist schon gut. In der Sonne ist es noch wärmer. Und da kann ich oder muss ich schon sagen, also das ist schon Endstation, was Sommerdüfte angeht. Dazu kommt noch, dass der so ein bisschen musky, also moschusartig ein bisschen ist, aber das ist nur wirklich im Hintergrund. Für mich jetzt persönlich und so weiter. Und so ein bisschen Woody-mäßig auch, also holzig ein bisschen, aber das schwingt wirklich nur im Hintergrund mit. Also ich kann euch den nur ans Herz legen. Es ist ja immer so ein Zwischending. Viele sagen, ich will nicht so viel Geld ausgeben für Louis Vuitton, aber geben viel Geld aus für was anderes. Also ich finde, ich habe auch noch andere getestet, aber ihr wisst ja, ich stelle ungern Proben vor. Ich will das gerne mit Flakon zeigen, weil nochmal, ich zeige gerne das ganze Produkt und nicht nur die Hälfte. Ich könnte euch im Endeffekt auch den Afternoon Swim kurz oder auch vorstellen. Oder auch den Kaktus, was weiß ich, wie der heißt da jetzt. Oder auch Beach. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, weil da bin ich noch nicht so drin. Ich weiß nur, dass ich definitiv die Sammlung erweitern möchte. Also Louis Vuitton, ich finde das wirklich nice, vor allem wenn sie nebeneinander stehen. Aber ich habe das Gefühl, im Moment, selbst im Store und online, ist leider fast nichts verfügbar. Ich könnte mir denken oder vorstellen, dass da kleine Lieferprobleme oder eventuell sogar Produktionsprobleme stattfinden, weil ganz schön lange das so ist. Den Afternoon Swim wollte ich auch haben. Da muss ich aber sagen, danach habe ich geschaut nach dem Duft Afternoon Swim, bevor ich den hier bekommen habe. Der ist einfach nicht zu bekommen. Auch nicht im Store, ne, hier bei uns in Hamburg. Einfach nicht da. So, und da sind einige. Auch Klamotten ist im Moment echt rar, würde ich schon fast behaupten, schwer zu bekommen. Aber gut, das ist so, das läuft nicht weg. Der Sommer kommt ja erst. Erstmal muss der Frühling hier durchlaufen und so weiter. Und dann, ne, also On the Beach von Louis Vuitton, auch ein geiler Track von Chris Rea, falls ihr den kennt, ne? Dann Afternoon Swim und diesen Kaktus da, ich wollte schon sagen Cactus Jack, nee, das ist der Film mit Schwarzenegger und Kirk Douglas, Kaktus so und so. Die sind sehr, sehr nice.
aber mehr hin zum Sommer. Im Endeffekt eigentlich auch wie er hier. Aber ihn habe ich jetzt schon vorgestellt, weil ich ihn so habe. Deswegen habe ich ihn vorgestellt natürlich und ihm muss man einfach auch ein Video geben, ein Einzelvideo, weil dieser Duft wirklich genial ist für den Sommer. Absolut genial. Oder auch jetzt schon für den Frühling. Also Leute, schaut euch diesen neuen Louis Vuitton Duft an und testet ihn. Holt euch meinetwegen Proben und geht in einen Store. Eventuell ist er da. Und dann riecht ihn und er ist sehr, sehr nice. Ich denke mal 50%, sage ich. 60% werden den Duft mitnehmen. So, einfach jetzt mal so schnell. Es gibt Leute, die brauchen bei Louis Vuitton manchmal 2 Anläufe. Manchmal ist das so, also die Marke ist so, du sprühst und sagst, weil man so viel erwartet von dieser Marke. Das kommt auch dazu, das ist der Punkt. Aber wenn man den dann nochmal testet, dann ist der ganz anders und dann sagt man, geil. Ist so. Ombre Nomad zum Beispiel war, gut, ich fand ihn jetzt sofort gut, aber bei vielen ist das so, auch bei denen oder auch Afternoon Swim, da haben einfach viele Probleme und erst beim zweiten, dritten Mal finden sie ihn gut. Aber es liegt einfach, bin ich der Meinung dran, das ist Louis Vuitton, Haute Couture, man erwartet da was ich was. Natürlich, das ist also für den Sommer schon ein geiles Meisterwerk. Ich betone das selten. Also Meisterwerk ist schon, es ist aber alles stimmig und es passt einfach und deswegen geil. So, ich möchte jetzt hier nicht weiter flexen und so weiter. Testet ihn und so weiter. Der ist sehr nice und so weiter und so weiter. Und ja, dann haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.